Der 19. September 2023 begann in Flowood, Mississippi, wie ein gewöhnlicher Spätsommertag. Nichts deutete darauf hin, dass dieser Tag in den Abendnachrichten des ganzen Landes landen würde. Carly Madison Gregg, gerade einmal 15 Jahre alt, verließ am Morgen zusammen mit ihrer Mutter Ashley Smiley das Haus, um wie gewohnt zur Schule, an der die Mutter auch als Lehrerin arbeitete, zu fahren. Heath Smiley, ihr Stiefvater, startete wenig später in seinen Arbeitstag. Für Außenstehende wirkte die Familie wie jede andere, doch hinter der Fassade gärte seit Jahren ein stiller Konflikt. Carly war kein gewöhnlicher Teenager. Sie galt als hochbegabt, hatte schon mit 13 den ACT-Test, Test zur College-Zulassung, abgelegt und dabei eine Punktzahl erreicht, von der viele angehende College-Studierende nur träumten. Doch die schulische Brillanz stand im Kontrast zu ihrem instabilen Gefühlsleben. Hinter den guten Leistungen verbargen sich Disziplinprobleme, eine schwierige Beziehung zur Mutter und ein wachsendes Interesse an riskanten, oft gefährlichen Dingen. Zu Hause herrschte strenge Kontrolle. Ashley durchsuchte regelmäßig das Handy ihrer Tochter, setzte Verbote durch und beschränkte ihre Online-Aktivitäten. Offiziell wollte sie Carly vor dem Kontakt mit ihrem leiblichen Vater schützen, einem Mann mit Gewalt- und Drogenvergangenheit. Für Carly jedoch bedeutete jede neue Regel nur eine weitere Kette, die sie sprengen wollte. In den letzten Monaten war ihr Verhalten auffälliger geworden. Ausflüge mit fragwürdigen Freunden, Konsum von Marihuana, Wutausbrüche. Noch beunruhigender war, dass Carly begonnen hatte, sich selbst zu verletzen. Eine kurze Therapie gegen Angstzustände brach sie ab. Stattdessen erhielt sie Medikamente gegen Depressionen und generalisierte Angststörung, eine Umstellung, die nur 5 Tage vor der Tat erfolgt war. Später behauptete sie, in dieser Zeit hätten sich in ihrem Kopf Stimmen gemeldet. Leise zunächst, dann immer lauter. Stimmen, die angeblich nicht nur kommentierten, sondern Anweisungen gaben. Am Mittag des 19. September kehrten Ashley und Carly gemeinsam nach Hause zurück. Heath war noch bei der Arbeit. Carly ließ, wie so oft, die Hunde hinaus, während Ashley ins Zimmer ihrer Tochter ging, diesmal einem konkreten Hinweis folgend. Eine Mitschülerin hatte Ashley gegenüber geäußert, dass Carly in letzter Zeit regelmäßig Marihuana rauchte. Als Ashley die Vape ihrer Tochter fand, war sie erschüttert. Sie ahnte nicht, dass sie in diesem Moment die letzte Entscheidung ihres Lebens treffen würde. Später würde Carly behaupten, sie habe die Stimmen wieder gehört. Diesmal seien sie nicht diffus gewesen, sondern klar und schneidend. »Tu es jetzt. Hör auf mich.« Sie verließ wortlos ihr Zimmer, überquerte den Flur und ging in das Schlafzimmer ihrer Mutter. In der oberen Schublade des Nachttisches lag eine Pistole. Ashleys Schutz vor Einbrechern. Carly nahm die Waffe, kehrte zurück und richtete sie ohne Zögern auf ihre Mutter. 3 Schüsse peitschten durch das Haus. Alle trafen Ashley ins Gesicht. Das Blut sickerte in den Teppich. Der Geruch von Schießpulver hing in der Luft. Carly stand regungslos da. Dann wandte sie sich ab, als hätte sie eine banale Aufgabe erledigt. In der Küche nahm sie das Handy von der Mutter und schickte Heath eine kurze Nachricht. »Wann bist du zu Hause?« Die Antwort kam innerhalb weniger Minuten. Während sie wartete, begann Carly ihren Freundinnen zu schreiben. In knappen Sätzen schilderte sie einen schrecklichen Unfall bei sich zu Hause. Einige fragten nach Details. Eine schlug vor, die Polizei zu rufen. Carly lehnte ab. Sie wollte die Kontrolle behalten. Und sie wusste, dass Heath bald durch die Tür treten würde. Eine der Freundinnen, deren Namen die Polizei später nicht veröffentlichte, erhielt schließlich einen Anruf. Carly bat sie, vorbeizukommen. Das Mädchen, selbst minderjährig, überzeugte ihren Vater, sie zum Haus der Greggs zu fahren. Als sie eintraf, fand sie Carly ruhig vor dem Computer sitzend. Kein Schrei, keine Hektik. Nur dieser Satz, der ihr eiskalt den Rücken hinunterlief. »Hast du Angst vor Leichen?« Carly führte sie in ihr Zimmer. Auf dem Boden lag Ashley, die Haut blass, das Leben aus ihrem Körper gewichen. Carly verhielt sich auffallend ruhig, während ihre Freundin die Leiche sah und wies sie dann an, hinaus in den Garten zu gehen und zu warten. Es vergingen nur Minuten, bis die Stille von einem einzelnen Schuss zerrissen wurde. Ein männlicher Schrei folgte, dann 2 weitere Schüsse. Drinnen tobte ein kurzer, heftiger Kampf.
Heath hatte kaum den Schlüssel abgezogen, als er am Eingang von der Waffe seiner Stieftochter empfangen wurde. Die erste Kugel streifte seine Schulter, er stürzte vorwärts, packte Carlys Handgelenk, rang mit ihr. 2 weitere Schüsse krachten. Keiner traf ihn. Als das Magazin leer war, ließ Carly die Waffe fallen und rannte aus dem Haus. Heath, benommen, blutend und außer Atem, verstand zunächst nicht, was geschehen war. In seinen Augen wirkte Carly in diesem Moment wie jemand, der von etwas Unsichtbarem besessen war. Er dachte an einen Einbrecher, an eine fremde Gefahr. Draußen hörte Carlys Freundin die letzten Geräusche des Kampfes. Wenig später sprang Carly über den Zaun und forderte sie auf zu fliehen. Die Mädchen trennten sich. Die eine ging zurück zu ihrem Haus, die andere lief in die entgegengesetzte Richtung, weg von dem Ort, an dem der Spätsommertag in einen Albtraum umgeschlagen war. Carly war nicht lange auf der Flucht. Weniger als 2 Meilen vom Tatort entfernt bemerkten Streifenbeamte ein junges Mädchen am Straßenrand. Sie passte auf die Beschreibung, die Heath kurz zuvor am Telefon durchgegeben hatte. Ihre Kleidung war unauffällig, doch ihr Gesicht wirkte blass und leer, als wäre alle Energie aus ihr gewichen. Ohne Widerstand ließ sie sich ansprechen und ins Polizeifahrzeug setzen. Währenddessen sicherten andere Beamte das Haus. In der Garage fanden sie eine Überwachungskamera, deren Aufnahmen die Attacke auf Heath zeigten. Ein Kampf auf Leben und Tod, dem der Mann nur knapp entkam. Später stellten die Ermittler fest, dass eine weitere Kamera, ebenfalls Teil des Systems, kurz nach der Tat von Carly versteckt worden war. Dieser gezielte Versuch, Bildmaterial zu verbergen, wurde später als Manipulation von Beweismitteln gewertet und führte zu einer zusätzlichen Strafe. Im Inneren des Hauses dokumentierte die Spurensicherung sorgfältig jeden Raum. Das Schlafzimmer mit der leeren Pistolenbox, das Kinderzimmer mit verstreuten Schulunterlagen, den Flur mit Blutflecken. Schon in den ersten Befragungen zeichnete sich ein klares Bild ab. Carlys Freunde erzählten, sie habe seit Monaten immer wieder davon gesprochen, ihre Mutter und ihren Stiefvater zu töten. Es war kein dunkler Scherz, keine vage Drohung, sie habe es mit einer Kälte gesagt, die ihnen Angst machte. Eine Freundin berichtete, Carly habe in den Tagen vor dem 19. September mehrfach betont, dass sie genug von den Regeln und Verboten zu Hause habe. Die Ermittler sprachen auch mit ihrem leiblichen Vater, Kevin Gregg. Er behauptete, der Auslöser für das Verbrechen sei, dass Heath Carly sexuell belästigt habe. Doch Beweise dafür konnte er nicht vorlegen und es gab keinen anderen Zeugen, der seine Aussagen bestätigte. Carly selbst begann, in den Verhören eine weitere Erklärung zu geben. Sie habe Stimmen gehört. Diese Stimmen seien nicht nur dagewesen, sie hätten ihr Befehle erteilt, Befehle, denen sie sich nicht habe entziehen können. Sie sprach von aufdringlichen Gedanken, die sie seit kurzem verfolgten, und von einer zunehmenden inneren Unruhe. Ihre Anwälte versuchten, daraus eine Verteidigungsstrategie zu entwickeln. Sie beantragten, Carly für unzurechnungsfähig zu erklären. Die Staatsanwaltschaft hielt dem entgegen, dass Carly planvoll gehandelt hatte. Die Waffe geholt, auf den Stiefvater gewartet, Nachrichten geschickt, um zu erfahren, wann er wieder zu Hause war. Heath blieb nach dem Angriff mehrere Tage im Krankenhaus. In seiner Aussage schilderte er, wie er nach dem Kampf die Leiche seiner Frau gefunden hatte, der Puls längst erloschen. Für ihn war klar, Carly hatte bewusst und gezielt gehandelt. Mit jedem weiteren Beweisstück, jeder Zeugenaussage verfestigte sich das Bild einer Tat, die nicht aus einem plötzlichen Affekt heraus begangen wurde, sondern aus einer gefährlichen Mischung aus jahrelangem Groll, psychischer Instabilität und möglicherweise unter dem Einfluss von Halluzinationen. Der Prozess gegen Carly Madison Gregg begann am 20. September 2024. Die öffentliche Anteilnahme war gewaltig. Die Medien griffen den Fall schnell auf. Eine Jugendliche, die ihre Mutter erschoss und versuchte, ihren Stiefvater zu töten. In den Schlagzeilen wurde sie wahlweise als eiskalte Täterin oder als psychisch kranke Jugendliche dargestellt, die den Bezug zur Realität verloren hatte. Im Gerichtssaal saß Carly still neben ihren Anwälten, das lange Haar glatt über die Schultern fallend. Ihre Mimik verriet wenig, manchmal gar nichts. Die Staatsanwaltschaft verfolgte ein klares Ziel: den Nachweis, dass Carly bewusst und mit Vorsatz gehandelt hatte. Videos aus der Garage, Chatverläufe, Nachrichten an Freundinnen. Alles sollte zeigen, dass diese Tat geplant war.
Mehrere Freundinnen traten als Zeuginnen auf, darunter auch jenes Mädchen, das Ashley wenige Stunden vor der Tat von Carlys Drogenkonsum berichtet hatte. Sie schilderte, wie sie immer wieder versucht hatte, Carly zu helfen, jede Annäherung jedoch im Streit geendet habe. Schließlich habe sie die Mutter informiert, in der Hoffnung, dass dies einen Wendepunkt bringen könnte. Stattdessen sei es der Beginn einer Katastrophe gewesen. Heath nahm ebenfalls Stellung. Mit ruhiger, aber gebrochener Stimme erzählte er, wie er seine Frau aufgefunden hatte. Er sprach von dem Moment, in dem Carly auf ihn zielte und davon, wie er um sein Leben kämpfen musste. Die Verteidigung hielt dagegen, dass Carly sich in einer schweren psychischen Krise befand. Die Stimmen, von denen sie sprach, seien Ausdruck einer tiefgreifenden Störung. In Verbindung mit der kürzlichen Umstellung ihrer Medikation habe dies zu einer akuten Entgleisung geführt. Die Anklage argumentierte, dass Carlys Handlungen eine klare Struktur hatten. Erst die Mutter, dann der Stiefvater. Die zeitliche Abfolge, die Auswahl des Tatmittels, die Nachrichten an Außenstehende, all dies deute auf einen kühlen, berechnenden Plan hin. Im Saal herrschte eine angespannte Stille, als die Geschworenen sich zur Beratung zurückzogen. Draußen warteten Reporter und Angehörige. Drinnen blickte Carly regungslos auf den Tisch vor sich, während über ihr Schicksal entschieden wurde. Nach mehreren Stunden Beratung kehrten die Geschworenen zurück in den Saal. Die Anspannung war greifbar, jeder Blick auf die Anklagebank gerichtet. Carly saß still, die Hände gefaltet, als der Vorsitzende der Jury das Urteil verlas. In Bezug auf den Anklagepunkt des Mordes an Ashley Smiley: schuldig. In Bezug auf den Anklagepunkt des versuchten Mordes an Heath Smiley: schuldig. In Bezug auf den Anklagepunkt der Manipulation von Beweismitteln: schuldig. Kein Zucken ging durch Carlys Gesicht. Keine Tränen, kein sichtbarer Schock. Ihre Anwälte blickten kurz zu ihr, als wollten sie ihre Reaktion prüfen, doch sie blieb regungslos. Der Richter sprach das Strafmaß aus. Lebenslange Haft ohne Möglichkeit der Bewährung für Mord und versuchten Mord. Der zusätzliche Schuldspruch wegen Manipulation von Beweismitteln floss in das Gesamturteil ein. Die Forderung der Verteidigung, eine Haftstrafe mit Aussicht auf Bewährung zu verhängen, wurde abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft hatte sich durchgesetzt. Heath, der während der Urteilsverkündung im Saal saß, schloss kurz die Augen, als das Strafmaß verkündet wurde. Neben ihm weinten die anderen Angehörigen von Ashley leise. Auf der anderen Seite des Saales wirkte Carlys Vater Kevin angespannt und unzufrieden. Für ihn war die Frage der Schuld nicht so eindeutig. Die Richterin erklärte, dass das Gericht keine überzeugenden Beweise für eine akute psychische Erkrankung gefunden habe, die Carlys Schuldfähigkeit aufgehoben hätte. Nach der Urteilsverkündung wurde Carly von Justizbeamten aus dem Saal geführt. Die Kameras der Presse hielten ihr leeres, unbewegtes Gesicht fest. Für die Öffentlichkeit endete der Fall an diesem Tag. Für die Betroffenen jedoch würde er nie wirklich abgeschlossen sein. Im Gefängnis begann Carly ihre Strafe, fernab von dem Leben, das sie einmal gekannt hatte. Einem Leben, in dem sie als hochbegabtes Mädchen galt, bevor alles in Gewalt und Blut endete. Nach dem Urteil ebbte das mediale Interesse nur langsam ab. Lokale Nachrichtensender berichteten noch Wochen später über Details des Falls, während nationale Formate die Tat in Spezialsendungen einordneten. Die Kombination aus jugendlichem Alter, hoher Intelligenz und brutaler Gewalt faszinierte und erschreckte gleichermaßen. In Flowood, der kleinen Stadt, in der Carly aufgewachsen war, hinterließ der Fall tiefe Spuren. An der Highschool, die sie besucht hatte, sprachen Lehrer und Schüler noch lange darüber. Für viele war es unbegreiflich, wie ein Mädchen, das akademisch so weit voraus war, in einen so dunklen Abgrund fallen konnte. Andere sagten, die Zeichen seien längst dagewesen: Disziplinprobleme, Konflikte zu Hause, selbstverletzendes Verhalten. Freunde und Bekannte erinnerten sich an Carlys Faszination für Waffen und ihre wiederholten Bemerkungen über den Wunsch, ihre Mutter zu töten. Manche gaben später zu, dass sie diese Worte nie ernst genommen hatten, bis es zu spät war. Für Heath bedeutete der Tag des 20. September 2024 den Verlust seiner Frau und das traumatische Erleben eines Angriffs durch ein Familienmitglied. Er verließ das Haus, in dem die Tat geschehen war, und mied die Gegend um Flowood so weit wie möglich.
Carlys Zukunft lag nun hinter den Mauern eines Gefängnisses. Sie war verurteilt, bevor sie überhaupt volljährig geworden war. Sie würde niemals die Möglichkeit haben, außerhalb dieser Mauern zu leben. Ihr Name bleibt für immer mit einem der schockierendsten Fälle von innerfamiliärer Gewalt in Mississippi verbunden. Einem Fall, bei dem niemand genau sagen konnte, ob der wahre Auslöser in jahrelangen familiären Konflikten lag oder in den unhörbaren Befehlen, die angeblich in ihrem Kopf erklangen. Mit der Zeit wurde der Fall Carly Madison Gregg zu einem mahnenden Beispiel in Diskussionen über Jugendkriminalität, psychische Gesundheit und elterliche Kontrolle. Experten, Journalisten und Gemeindemitglieder versuchten Lehren daraus zu ziehen. Die Akten zeigten ein Mädchen, das früh als Ausnahmetalent galt, aber in einem Spannungsfeld aus familiären Konflikten, strengen Regeln und jugendlicher Rebellion aufwuchs. Hinzu kamen Berichte über selbstverletzendes Verhalten, den Konsum illegaler Substanzen und eine abrupte Medikamentenumstellung, alles Faktoren, die zusammengenommen ein explosives Gemisch bildeten. Das Urteil ließ keinen Raum für Zweifel an ihrer Schuld. Dennoch blieb die Debatte über die richtige Bewertung solcher Fälle lebendig. Sollten Minderjährige, die schwere Gewaltverbrechen begehen, wie Erwachsene verurteilt werden? Oder werden mehr Verständnis und spezielle Maßnahmen für Täter benötigt, die möglicherweise unter gravierenden psychischen Störungen leiden? Für die Menschen in Flowood gab es keine klare Antwort. Die einen sahen in Carly ein Opfer der Umstände, die anderen eine gefährliche junge Frau, die kaltblütig 2 Morde plante. Was blieb, war die bittere Gewissheit, dass in jener Septembernacht nicht nur 2 Leben zerstört wurden, sondern eine ganze Familie auseinandergerissen wurde. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Der 10. Dezember 2023 begann in der Stadt Mlang in der Provinz Cotabato auf den Philippinen wie ein gewöhnlicher Freitag. In der Ban Elementary School herrschte reges Treiben. Lehrer bereiteten ihre Klassen für die letzten Unterrichtsstunden vor, Schüler eilten durch die Gänge und aus den Klassenräumen drangen gedämpfte Stimmen sowie das Kratzen von Kreide auf Tafeln. Unter ihnen befand sich auch der 48-jährige Lehrer Cruz Marguat, ein Mann, der in der Gemeinde für seine Geduld und seine ruhige, zugewandte Art bekannt war. Er arbeitete an diesem Tag nicht in seinem Klassenzimmer, sondern half bei Renovierungsarbeiten am Schulgebäude. Seine Frau Lovella, ebenfalls Lehrerin, war dienstlich unterwegs und wollte erst später am Nachmittag zurückkehren. Das Ehepaar Marguat war in der Stadt angesehen, nicht nur wegen ihrer Arbeit, sondern auch wegen ihres Engagements für Kinder. Neben ihren beiden leiblichen Kindern, der 18-jährigen Gwyn und dem 16-jährigen Louis, hatten sie im Juli 2021 ein weiteres Mädchen aufgenommen, die 16-jährige Janice Sebial Emuelin, die aus Kidapawan stammte und über kirchliche Kontakte in die Familie gekommen war. Für die Marguats war es selbstverständlich, jemandem in Not zu helfen, und für Gwyn war Sebial mehr als nur eine Adoptivschwester. Sie war eine Freundin, für die sie sich stark gemacht hatte. Gegen 14 Uhr vibrierte das Mobiltelefon von Cruz in seiner Hosentasche. Auf dem Display erschien der Name eines Nachbarn. Die Stimme am anderen Ende klang angespannt. Der Mann berichtete, dass er beim Vorbeigehen am Haus der Marguats etwas Seltsames bemerkt habe, was er nicht eindeutig erklären konnte, und die Eingangstür wirkte unverschlossen. Er war nicht hineingegangen, aber die Situation erschien ihm beunruhigend genug, um Cruz sofort zu informieren. Cruz fühlte, wie sich sein Magen zusammenzog. Noch während er sprach, wuchs in ihm ein drängendes Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Er legte sofort auf und rief seine Frau an, die sich auf dem Heimweg befand. Seine Worte waren knapp, fast befehlend. Sie solle so schnell wie möglich nach Hause kommen. Ohne weitere Erklärungen legte er das Handy aus der Hand, verließ das Schulgelände und stieg auf sein Motorrad. Der Weg nach Hause kam ihm an diesem Tag länger vor als sonst. Das vertraute Bild der Straßen, der Marktstände und spielenden Kinder am Straßenrand wirkte plötzlich fremd, als hätte sich in der Zwischenzeit eine unsichtbare Kluft zwischen Normalität und drohender Katastrophe aufgetan. Nach etwa einer Viertelstunde bog er in die Straße ein, in der sein Haus stand. Es war ungewöhnlich still. Keine Stimmen, keine Musik, kein Hundebellen in der Nachbarschaft.
Als er sich dem Haus näherte, beschleunigte sich sein Herzschlag. Er rief nach seinen Kindern, zuerst laut, dann lauter, aber es kam keine Antwort. Er ging um das Haus herum zur Hintertür. Der Schlüssel steckte und mit zitternden Fingern drehte er ihn im Schloss herum. Als sich die Tür öffnete, umfing ihn eine bedrückende Stille. Nur im Hintergrund war ein Summen zu hören, das von einem laufenden Gerät stammte. Vorsichtig trat er ein, schaute in jede Ecke, als er den Flur entlang ging. Er rief erneut die Namen seiner Kinder, diesmal leiser, als würde er befürchten, eine unbekannte Gefahr auf sich aufmerksam zu machen. Das Erdgeschoss wirkte auf den ersten Blick verlassen, doch das Gefühl, dass etwas Schreckliches geschehen war, verstärkte sich mit jedem Schritt. Im Wohnzimmer blieb er stehen, und sein Blick fiel auf seine Tochter Gwyn, die reglos am Boden lag, in eine Decke gewickelt. Cruz kniete sich neben seine Tochter, unfähig, den Blick von ihrem reglosen Körper zu lösen. Mit beiden Händen griff er die Decke und zog sie vorsichtig zurück. Der Anblick ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Gwyns Gesicht war gezeichnet von dunklen Blutergüssen, ihr Haar verklebt, ihr Körper wies insgesamt 32 Stichwunden auf, vor allem im Oberkörper- und Halsbereich, Spuren eines erbarmungslosen Angriffs, der keine Überlebenschance ließ. Ihre Augen waren geschlossen, der Ausdruck erstarrt, als hätte sie in den letzten Momenten ihres Lebens gekämpft und verloren. Neben ihr lag ein zerbrochenes Handy, das Glas gesplittert, der Bildschirm schwarz. Es war Gwyns Telefon. In unmittelbarer Nähe war ein Stuhl umgestürzt und am Boden waren verschmierte Blutspuren, die in verschiedene Richtungen führten. Die Unordnung sprach von einem Kampf, von Chaos, das sich in Sekunden entfaltet hatte. Cruz zwang sich aufzustehen. Jeder Muskel in seinem Körper schrie danach, einfach neben seiner Tochter liegen zu bleiben, doch irgendwo im Haus konnte noch jemand sein. Sein Sohn, Louis oder Sabiel? Er rief erneut ihren Namen, diesmal mit einer Stimme, die zwischen Panik und Verzweiflung schwankte. Im oberen Flur führte eine Blutspur zu einem Schlafzimmer. Die Tür stand angelehnt, und durch den Spalt drang der Geruch von Eisen und kaltem Schweiß. Er stieß die Tür auf und erstarrte. Auf dem Boden, neben dem Bett, lag Louis. Sein T-Shirt war an mehreren Stellen zerrissen, Blut rann aus mehreren schweren Kopfverletzungen, verursacht durch wiederholte Schläge mit verschiedenen Gegenständen. Seine Hände waren vor dem Körper gefesselt, ein Knebel drückte ihm den Mund zu. Das Gesicht war von Blutergüssen und Schwellungen gezeichnet, die Spuren brutaler Gewalt. Cruz kniete sich zu seinem Sohn, riss den Knebel heraus und schnitt die Fesseln durch. Doch es war zu spät. Louis reagierte nicht mehr, sein Körper war bereits vom brutalen Angriff gezeichnet. Die grausame Gewissheit traf ihn wie ein Schlag. Beide Kinder waren tot. Mit bebenden Händen griff er nach seinem Telefon und wählte den Notruf. Seine Stimme überschlug sich, als er dem Beamten am anderen Ende schilderte, dass seine beiden Kinder ermordet worden waren. Der Leitstellendisponent versprach, sofort eine Einheit zu schicken und wies ihn an, das Haus nicht zu verlassen und auf die Polizei zu warten. Doch der Instinkt, der ihn all die Jahre als Vater geleitet hatte, trieb ihn dazu, trotzdem durch das Haus zu gehen. Er öffnete Türen, warf flüchtige Blicke in die Zimmer, das Esszimmer, die Küche, das Gästezimmer. Überall Spuren von Gewalt. Ein zerbrochenes Glas auf dem Boden, ein umgestürzter Stuhl, Blutflecken an der Wand, wie gespritzte Tropfen eingefroren in der Bewegung. Nur wenige Minuten später durchbrach das Heulen einer Sirene die gespenstische Stille der Straße. Vor dem Haus der Marquards hielten mehrere Polizeifahrzeuge und ein Krankenwagen. Uniformierte Beamte stürmten ins Gebäude, während Sanitäter sofort zu den Kindern eilten. Doch schnell war klar, für Louis und Gwyn kam jede Hilfe zu spät. Die Beamten sperrten das Haus ab, begannen den Tatort zu sichern und wiesen Cruz an, sich in die Küche zurückzuziehen. Draußen hatten sich bereits Nachbarn versammelt. Ihre Stimmen klangen gedämpft, von Entsetzen und Unglauben geprägt. Cruz wurde in die Küche geführt, während einer der Polizisten mit ernster Miene den Tatort absperrte. Er konnte hören, wie einer der Beamten in sein Funkgerät sprach. 2 Tote bestätigt. Tatort sichern, mögliche Verdächtige noch unbekannt. Als er aus dem Küchenfenster sah, bemerkte er, dass sich immer mehr Nachbarn vor dem Haus versammelt hatten. Flüsternde Stimmen, entsetzte Blicke,
Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Niemand wollte glauben, dass in diesem friedlichen Viertel solch ein Blutbad angerichtet worden war. Währenddessen durchkämmten Polizisten den Garten und die nähere Umgebung. Drinnen begannen Kriminaltechniker, jeden Quadratzentimeter zu dokumentieren. Sie fotografierten den Flur, die Blutspur auf der Treppe, das Schlafzimmer, in dem Louis gefunden worden war. Der Leichnam von Gwyn wurde behutsam abgedeckt, bevor er, wie kurz darauf auch Louis, in einen schwarzen Plastiksack gelegt wurde. Das dumpfe Geräusch der sich schließenden Reißverschlüsse schnitt Cruz ins Herz. 2 Geräusche, die sich unauslöschlich einprägen sollten. Ein Kriminalbeamter setzte sich ihm gegenüber. Sein Ton war ruhig, aber direkt. »Herr Marquardt, wir müssen alles wissen. Wer war heute im Haus? Gab es Streitigkeiten? Gab es Probleme mit Cebial?« Cruz schüttelte den Kopf, seine Gedanken wie in Nebel gehüllt. Während die Ermittler das Haus sicherten, trat Cebial als Opfer auf. Sie erklärte den Beamten, maskierte Männer seien eingedrungen und hätten die Geschwister angegriffen, während sie sich im Badezimmer versteckt habe. Diese Darstellung führte zunächst dazu, dass sie als Zeugin behandelt und geschützt wurde. Doch schon bald fielen den Ermittlern Widersprüche in ihrer Aussage und in ihrem Verhalten auf. Es gab keine Spuren von gewaltsamem Eindringen und ihre Aktivitäten in den sozialen Medien verstärkten die Zweifel. Cebial Hate auf Facebook einen Hilferuf veröffentlicht, der aber erst nach dem Tatzeitpunkt gepostet worden war. Währenddessen dokumentierten die Kriminaltechniker jede Spur im Haus. Blutstropfen, Fingerabdrücke, Fußabdrücke sowie die Tatwaffen, darunter ein Messer, ein Hammer, ein Baseballschläger und eine Machete. Schon die ersten Analysen deuteten darauf hin, dass der Angriff plötzlich und mit extremer Gewalt durchgeführt worden war. Parallel dazu tauchten erste Hinweise auf Cebials Hintergrund auf. Sie war erst 16 Jahre alt, seit rund 8 Monaten bei den Marquardts. Vorher hatte sie in verschiedenen Pflegefamilien gelebt, nachdem sie als Kleinkind aus ihrer Ursprungsfamilie herausgenommen worden war. Die Akten zeichneten das Bild eines schwierigen Lebenswegs: Vernachlässigung, Missbrauch, häufige Umzüge, häufiges Schuleschwänzen. Lehrer aus ihrer letzten Schule beschrieben sie als ruhig, verschlossen, aber intelligent. Sie sei selten in Konflikte geraten, habe sich jedoch immer von Gleichaltrigen ferngehalten. Eine Sozialarbeiterin, die sie vor dem Umzug zu den Marquardts betreut hatte, erinnerte sich an einen innerlich zerrissenen Menschen, der Nähe sucht, aber Angst davor hat. Die Ermittler begannen zu spekulieren, ob es in den letzten Wochen Spannungen im Haus gegeben hatte. Cruz bestätigte, dass es kleinere Konflikte gegeben habe, typische Reibereien zwischen Teenagern. Doch nichts habe darauf hingedeutet, dass Cebial zu tödlicher Gewalt fähig sein könnte. Währenddessen analysierte die Spurensicherung das sichergestellte Messer. Es gehörte zum Küchenset der Marquardts. Die Fingerabdrücke und Blutspuren waren eindeutig. Gwyn und Louis als Opfer, Cebial als einzige weitere Person, deren DNA an der Waffe gefunden wurde. Am frühen Morgen saßen die Ermittler erneut Cebial gegenüber. Diesmal legten sie ihr die Fotos vom Tatort vor, in der Hoffnung, eine Reaktion zu provozieren. Doch sie starrte nur auf die Bilder, ohne den Blick zu senken, als wären es Aufnahmen aus einem fremden Leben. Keine Tränen, keine sichtbare Reue, nur dieses unbewegte Gesicht, das die Ermittler zunehmend ratlos machte. Die Frage nach dem Warum begann nun, den gesamten Ermittlungsraum zu beherrschen. Für die Polizei war der Fall auf den ersten Blick eindeutig. Ein junges Mädchen hatte 2 Pflegegeschwister mit einem Küchenmesser attackiert. Die Spuren, die Tatwaffe, die Verletzungen, alles passte. Doch was fehlte, war das Motiv. Psychologen, die von der Staatsanwaltschaft hinzugezogen wurden, begannen sofort mit einer Verhaltensanalyse. Sie sichteten Schulunterlagen, sprachen mit früheren Betreuern und durchforsteten Cebials Social-Media-Profile. Auffällig war, dass ihre Online-Aktivitäten in den Wochen vor der Tat abgenommen hatten. Dafür ließen aber die wenigen Beiträge, die sie postete, eine düstere Stimmung erkennen. Zitate über Verrat, Einsamkeit und das Gefühl, nie wirklich irgendwo dazuzugehören. Eine Theorie, die bald Gestalt annahm, lautete, dass Cebial sich zunehmend isoliert gefühlt hatte. Die Marquardts waren eine enge, harmonische Familie, und auch wenn sie offiziell Teil davon war,
blieb sie in ihrer Wahrnehmung eine Außenseiterin. Gwyn, die ältere Schwester, war beliebt, sportlich und selbstbewusst. Eigenschaften, die Sabial vielleicht als ständige Erinnerung an das empfand, was sie selbst nie gehabt hatte. Cruz erinnerte sich an einen Vorfall 2 Wochen vor der Tat. Sabial war nach der Schule ungewöhnlich spät nach Hause gekommen und hatte den Rest des Abends kaum gesprochen. Später hat er gehört, wie Gwyn und Sabial leise, aber angespannt stritten. Worum es ging, erfuhr er nicht. Diese Erinnerung fügte sich für die Ermittler in ein Bild, das weniger wie eine langfristig geplante Tat, sondern eher wie ein plötzlicher Ausbruch wirkte. Auch der Zustand des Hauses deutete auf einen plötzlichen Ausbruch hin, nicht auf eine geplante Tat. Es gab keine Spuren von Vorbereitungen, keine Hinweise auf heimlich versteckte Waffen oder Drohbriefe. Alles wies darauf hin, dass der Angriff in einem Moment extremer emotionaler Eskalation geschah. Für die Ermittler blieb eine erschreckende Tatsache. Es handelte sich um eine Tat aus nächster Nähe, in einem Raum, der eigentlich Sicherheit bieten sollte. Die Kombination aus jugendlichem Alter, Brutalität und dem Fehlen eines klaren Motivs ließ diesen Fall in einer besonders düsteren Kategorie erscheinen. Als Sabial schließlich offiziell des Mordes angeklagt wurde, stellte sich die Frage, wie das Justizsystem mit einer so jungen Täterin umgehen sollte. Doch bevor ein Gericht darüber entscheiden konnte, mussten die Ermittler noch tiefer in ihre Vergangenheit eintauchen, in der Hoffnung, den Moment zu finden, an dem aus einem verletzten Mädchen eine Mörderin wurde. Der offizielle Haftbefehl gegen Sabial wurde nur wenige Tage nach der Tat ausgestellt. Aufgrund ihres Alters handelte es sich um ein heikles juristisches Verfahren. Sie war mit 16 Jahren zwar strafmündig, doch die Frage, ob sie als Jugendliche oder als Erwachsene angeklagt werden sollte, war schwer zu entscheiden. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass die Schwere und Grausamkeit der Tat eine Verhandlung vor einem Erwachsenenstrafgericht rechtfertigten. Währenddessen wurden die Einzelheiten des Falls öffentlich und die Reaktionen in der Gemeinde von Melang, North Cotabato, schwankten zwischen Entsetzen und Unglauben. In den sozialen Medien wurde schnell eine hitzige Debatte entfacht. Einige forderten harte Strafen, ungeachtet von Sabials Alter. Andere verwiesen auf ihre schwierige Kindheit und betonten, dass sie selbst ein Opfer sei. Ein Opfer von Vernachlässigung, Missbrauch und einem System, das sie von einer Pflegefamilie zur nächsten geschickt hatte, ohne ihr je ein stabiles Zuhause zu bieten. Während Sabial in Untersuchungshaft saß, ordnete das Gericht psychiatrische Gutachten an. Die Experten beschrieben sie als emotional distanziert, mit tief verwurzelten Gefühlen der Ablehnung und einem ausgeprägten Misstrauen gegenüber Autoritäten. Hinweise auf psychotische Störungen fanden sie nicht, wohl aber auf eine mögliche posttraumatische Belastungsstörung. Die Beerdigung von Gwyn wurde zu einem stillen, aber zutiefst bewegenden Ereignis. Freunde, Mitschüler und Lehrer standen Schulter an Schulter mit der Familie. Viele hielten weiße Blumen in den Händen. Monate später begann der Prozess. Die Anklage zeichnete das Bild einer geplanten Tat, motiviert durch Eifersucht, verletzten Stolz und tief verwurzelten Groll gegenüber den leiblichen Geschwistern. Am 16. Dezember 2021 gestand Sabial schließlich, die Morde aus Neid und Kränkung geplant zu haben. Dabei nannte sie auch einen angeblichen Mithelfer, Esmeraldo Cañedo Jr., einen ebenfalls minderjährigen Messdiener. Obwohl beide Verdächtigen minderjährig waren, stellte das Gericht fest, dass Sabial mit voller Einsicht in die Tragweite und Folgen ihrer Handlungen gehandelt hatte. Ein juristischer Maßstab auf den Philippinen, der es ermöglicht, Minderjährige unter dem Juvenile Justice and Welfare Act, Republic Act Nummer 9344, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Dasselbe Urteil traf auch auf ihren Mittäter zu. Am 17. Mai 2020 fällte die 16. Kammer des Regionalgerichts in Cabazán, Cotabato, unter Vorsitz von Richter Alandrex Betoya das Urteil, schuldig des Doppelmordes an Gwyn und Louis Maguat. Janice Sabial Emuelain wurde zu einer unbestimmten Haftstrafe zwischen 18 und 32 Jahren verurteilt. Das Gericht betonte die besondere Schwere der Schuld und die planvolle Ausführung der Tat sowie den Verrat innerhalb der eigenen Familie. Ihr Mitangeklagter erhielt dieselbe Strafe. Beide wurden dem Ministerium für Soziales und Entwicklung überstellt, um im Rahmen spezieller Programme für jugendliche Straftäter untergebracht und rehabilitiert zu werden. Der Fall löste in der Öffentlichkeit Empörung und einen Sturm der Anteilnahme aus.
Auf philippinischen Social-Media-Plattformen verbreitete sich der Hashtag Justice for Maguad Siblings rasant. Viele Nutzer, lokale Politiker und Gemeindeführer bekundeten ihr Beileid gegenüber den trauernden Eltern und äußerten Sorgen über die Risiken inoffizieller Adoptionen sowie die Schwächen der Kinderschutzsysteme. Im Mai 2025 widmete die langjährige philippinische Dramaserie Maalala Mo Kaya, ABS-CBN, dem Fall einen zweiteiligen Episodenblock unter dem Titel Silent House. In den Hauptrollen waren Dimples Romana als Lovella Maguad, Joan Basco als Cruz Maguad, Miguel Vergara sowie Karina Bautista zu sehen. Die Episoden konzentrierten sich auf die emotionalen und psychologischen Auswirkungen der Tragödie auf die Familie Maguad und warben für mehr Bewusstsein in Fragen von familiärem Vertrauen, Trauer und Vergebung. Trotz positiver Kritiken veröffentlichte ABS-CBN eine Stellungnahme, in der auf die Bedenken der Community hingewiesen wurde, dass die Darstellung möglicherweise schädliche Stereotype über adoptierte und Pflegekinder verstärken könnte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Anne Margaret Lebensstein-Karubin kam am 5. April 1959 im polnischen Białystok zur Welt. In dieser Stadt verbrachte sie auch Kindheit und Jugend, die von den engen Straßen, dem vertrauten Klang der polnischen Sprache sowie der Nähe zu ihrer Familie geprägt war. Doch wie viele junge Menschen sehnte sie sich nach etwas Größerem, nach einem Leben jenseits der Grenzen, in dem sie ihre eigenen Entscheidungen treffen konnte. In den frühen 1980er Jahren verließ sie ihr Heimatland und wanderte nach Kanada aus. Mississauga, eine aufstrebende Stadt in Ontario, wurde ihr neues Zuhause. Die moderne Skyline wirkte anfangs fremd, doch der weite Horizont des Ontario-Sees schenkte ihr ein Gefühl von Freiheit. Dort begann Anne ein neues Leben. 1987 brachte sie ihre erste Tochter Caroline zur Welt. Ein Jahr später folgte Catherine. Später kam noch ein Sohn dazu. Nach außen wirkte ihr Alltag geordnet, doch die Realität war von Belastungen geprägt. Anne arbeitete in Doppelschichten, um das Nötigste zu sichern. Geld war knapp, die Tage lang, die Nächte kurz. Freizeit existierte kaum und die Beziehung zu ihren Kindern begann zu leiden. Caroline und Catherine verbrachten viele Stunden ohne Aufsicht, warteten abends auf ihre Mutter, die erschöpft nach Hause kam. Sie vermissten Nähe und Zuwendung, doch Anne war gefangen zwischen Arbeit, Verantwortung und einer immer tiefer werdenden Erschöpfung. Schlich sich der Alkohol in ihr Leben. Zunächst ein Glas am Abend, um zur Ruhe zu kommen, später wurde er zum festen Bestandteil ihres Alltags. Anne zog sich weiter in den Alkohol zurück, wurde abhängig. Wenn sie betrunken war, war sie nicht aggressiv, sondern benommen. Mit der Zeit übernahmen die Töchter die Verantwortung für ihr eigenes Leben, doch die Enttäuschung über ihre Mutter verwandelte sich in Wut. Diese Wut sollte bald zu etwas weitaus Dunklerem werden. Der Sommer 2002 brachte keinen Frieden ins Haus der Karubins. Anne verbrachte die meiste Zeit auf dem Sofa oder im Bett, eine halbvolle Flasche in Reichweite. Die Vorhänge blieben oft zugezogen, das Tageslicht verdrängt von der trüben Luft aus Zigarettenrauch und abgestandenem Alkoholgeruch. Catherine, inzwischen 14 Jahre alt, und Caroline, knapp 15, mieden die Wohnung so oft wie möglich. Sie hielten sich bei Freunden auf oder streiften ziellos durch die Straßen Mississaugas, alles um dem Chaos daheim zu entkommen. Die Mädchen hatten sich verändert. Aus verletzlichen Kindern waren misstrauische, harte Jugendliche geworden. Sie sprachen kaum noch über ihre Gefühle, trugen eine unsichtbare Rüstung, die niemand durchdringen konnte. Doch unter der Oberfläche gärte etwas. Beide waren wütend, auf ihre Mutter und auf das Leben. Bald bekamen sie das Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein. Sie erinnerten sich an Nächte, in denen sie Hunger hatten, während Anne trank. An Schultage, an denen sie schmutzige Kleidung tragen mussten, weil niemand für Ordnung sorgte. An Geburtstage, die in betrunkenem Schweigen vergingen. Caroline, die Ältere, übernahm zunehmend die Rolle einer Anführerin. Sie war entschlossen, sich nie wieder hilflos zu fühlen. Catherine folgte ihr, nicht aus eigener Überzeugung, sondern weil sie ihrer Schwester vertraute.
Wenn Caroline sagte, dass etwas getan werden müsse, zweifelte Catherine selten. Zwischen ihnen wuchs ein unheilvolles Bündnis. Sie hatten sich geschworen, einander zu schützen und niemanden, der ihnen Schaden zufügte, ungestraft davonkommen zu lassen. Im September 2002 verschärfte sich die Situation. Das wenige Geld, das noch hereinkam, reichte nicht einmal mehr für die Miete. Der Kühlschrank war oft leer, unbezahlte Rechnungen stapelten sich. Statt Lösungen zu suchen, trank Anne noch mehr. Sie begann, ihr eigenes Unglück den Töchtern anzulasten. In langen Tiraden, in betrunkenem Zustand warf sie ihnen vor, undankbar zu sein, ihr das Leben schwer zu machen, die Familie zu zerstören. Catherine und Caroline hielten sich zurück, doch in stillen Momenten flüsterten sie einander zu, dass es so nicht weitergehen könne. Die Spannungen erreichten einen Höhepunkt Ende Oktober. Anne ließ einen Streit eskalieren, als sie einmal besonders gewesen war. Sie beschimpfte Caroline vor Freunden, warf ihr Unmoral und Verrat vor. Caroline lief davon, doch etwas in ihr war in diesem Moment endgültig zerbrochen. Sie erzählte Catherine später, dass sie keine Angst mehr vor der Mutter habe, nur noch Verachtung. »Wir müssen es beenden«, sagte sie leise, und Catherine nickte, obwohl ihr die Tragweite dieser Worte klar war. Die kommenden Tage waren von einer seltsamen Ruhe geprägt. Anne bemerkte nicht, dass ihre Töchter sich zurückzogen, Pläne schmiedeten, leise redeten, wenn sie den Raum betrat. Sie ahnte nicht, dass ihre Töchter über etwas sprachen, das weit über einen gewöhnlichen Streit hinausging. Für Caroline war es eine Frage der Gerechtigkeit. Für Catherine eine Möglichkeit, den Schmerz endlich zu beenden. Beide waren überzeugt, dass niemand sonst eingreifen würde. Als Halloween näher rückte, erlebte Mississauga den ersten Frost. Kinder bereiteten ihre Kostüme vor, Straßenlaternen warfen lange Schatten. Im Karubinhaus jedoch wuchs ein anderer Schatten, einer, der bald in eine Tat münden sollte, die niemand in der Nachbarschaft jemals für möglich gehalten hätte. Parallel dazu verschoben sich die Motive. Es ging nicht mehr nur um Erlösung von häuslichem Chaos, von Scham und Zorn. In den Chats tauchte immer öfter ein sachlicher, kalter Rechenposten auf, die Lebensversicherung. Anne hatte, ironischerweise aus Fürsorge, eine Police über $133.000 abgeschlossen, ein Sicherheitsnetz für ihre Kinder, falls ihr etwas zustieße. Für Caroline und Catherine wurde diese Zahl zur Verheißung. Ein neues Haus, Kleider, die passten. Reisen. Pläne, die nach außen jugendlich klangen, im Kern jedoch eine grausame Beschleunigung des Schicksals bedeuteten. Warten? Warum warten, wenn man handeln konnte? In den Wochen vor Jahresende probten die Schwestern die Erzählung für später. Wie klingt ein Unfall? Sie notierten Sätze. Mama war betrunken. Sie wollte baden. Wir waren nicht daheim. Sie passten Zeiten an, testeten Alibis. Als der Januar 2003 kam, war der Plan fertig. Der 11. Januar, ein Samstag, sollte der Tag sein. Sie einigten sich auf das Setting. Zuerst Alkohol, Anne nahm ihn seit Monaten bereitwillig an, dazu Thyle 03, ein kodinhaltiges Schmerzmittel, das den Puls senkt und in Kombination mit Wodka gefährlich wirkt, nicht als Tötungsmittel, sondern als Vorbereitung. Benommenheit, Schläfrigkeit, Widerstandslosigkeit, dann das Bad, warmes Wasser, die Bitte, sich auf den Bauch zu drehen, für die Massage. Ein Druck auf Hinterkopf und Nacken. 4 Minuten. Doch als der Abend näher rückte, entglitt die Perfektion. Freunde planten eine Hausparty. Ein absurder, aber realer sozialer Druck entstand. Mord störte die Pläne eines Wochenendes. Die Schwestern zögerten. Dann entschieden sie Verschiebung. Eine Woche später, 18. Januar, zur selben Uhrzeit, derselbe Ablauf. Zwischen den beiden Terminen wirkte Anne ahnungslos. Sie freute sich, dass die Mädchen ausnahmsweise freundlich waren. Einmal brachten sie ihr Snacks mit, ein anderes Mal fragten sie, ob sie etwas aus dem Supermarkt brauche. Nach außen sah es aus wie eine kleine Entspannung des Familienkriegs. Innen war es die Ruhe vor dem Sturm. Die Töchter justierten Details, verwarfen Überflüssiges, standardisierten den Ablauf. Catherine übte, die Zeit einzuschätzen, indem sie den Timer ihres Handys stellte. Caroline trainierte Sätze für den Notruf. Wir sind gerade heimgekommen. Sie ist unter Wasser gewesen. Wir haben sie rausgezogen. Wir versuchen Wiederbelebung.
Sie verteilten Rollen wie in einem Schultheaterstück. Tragik und Routine lagen in denselben Zeilen. Je näher der 18. Januar rückte, desto mehr normalisierte sich das Unnormale. Die Mädchen fühlten sich nicht wie Täterinnen, sondern wie Regisseurinnen ihres eigenen Auswegs. Sie glaubten, ein kaputtes Leben zu reparieren, indem sie das Zentrum dieses Lebens herausrissen. Am Vorabend saßen Caroline und Catherine nebeneinander auf dem Sofa. Der Fernseher lief ohne Ton. Ann schlief schon. Catherine flüsterte: »Bist du sicher?« »Es gibt keinen anderen Weg«, antwortete Caroline. Draußen fiel feiner Schnee, drinnen lag Stille, und in dieser Stille wuchs die Entscheidung zu einer Tat heran, die sie nie wieder würden rückgängig machen können. Der Plan stand, die Uhr lief, und niemand ahnte, dass an einem kalten Samstag in Mississauga 2 Teenager die Grenze überschreiten würden, über die kein Weg zurückführte. Der 18. Januar 2003 begann unspektakulär. Ein kalter, klarer Wintertag in Mississauga, die Straßen gesäumt von schmutzigen Schneerändern, der Himmel ein blasses Grau. Anne schlief an diesem Samstagmorgen länger. Catherine bereitete Kaffee zu, Caroline stöberte in der Küche, doch nicht aus Routine. Jeder Handgriff war von dem Wissen durchzogen, dass dieser Tag anders enden sollte als alle anderen zuvor. Am Nachmittag schickten sie Anne eine Nachricht. »Wir gehen heute Abend zu Jack Astor's.« Ein Vorschlag, der wie ein normales Wochenendritual klang. Anne lächelte, müde, aber zufrieden, dass ihre Töchter soziale Pläne hatten. Sie ahnte nicht, dass genau dieser Restaurantbesuch ihr Alibi sein sollte. Gegen 18 Uhr begann die erste Phase. Catherine stellte auf den Couchtisch eine Flasche Wodka, dazu ein Glas Orangensaft. Eine Mischung zum Aufwärmen. Anne nahm das Angebot an, ohne Verdacht zu schöpfen. Der Alkohol schmeckte mild und die Wärme kroch ihr rasch in die Glieder. Caroline brachte beiläufig Tabletten ins Gespräch. Mama, die helfen gegen die Kopfschmerzen. Anne, die sich oft über Migräne beklagte, schluckte sie ohne zu zögern. Was sie nicht wusste: Die Dosis war bewusst gewählt, um sie schläfrig und kraftlos zu machen. Das Badezimmer war bereits vorbereitet. Die Badewanne gefüllt mit angenehm warmem Wasser, fast zu warm, um sofort hineinzugehen. Ein weiches Handtuch lag gefaltet am Rand, Duftkerzen flackerten. Eine Szenerie, die Fürsorge vorgaukelte. Catherine bot an, ihr den Rücken zu massieren, um die Verspannung zu lösen. Anne, eingelullt von Wärme, Alkohol und Tabletten, stimmte zu. Während Anne im Wasser lag, begannen die Minuten, die später in jeder Polizeiaussage seziert werden sollten. Anne sollte sich umdrehen, damit Caroline stand am Kopfende. Catherine kniete seitlich neben der Wanne. Auf ein kaum merkliches Nicken ihrer Schwester legte Caroline ihre Hand auf den Hinterkopf der Mutter und drückte sie nach unten. Anne reagierte zuerst träge, dann panisch. Ihre Arme schlugen um sich, das Wasser spritzte gegen die Fliesen. Catherine hielt die Handgelenke fest, flüsterte: »Gleich ist es vorbei.« Worte, die gleichzeitig beruhigen und töten sollten. Die Sekunden dehnten sich. Catherine zählte innerlich, ihr Blick auf den Timer gerichtet. Nach über 3 Minuten ließ der Widerstand nach. Die Luftblasen wurden kleiner, bis keine mehr aufstiegen. Caroline hielt den Druck noch länger aufrecht, um sicher zu gehen. Stille. Nur das leise Tropfen des Wassers, das über den Rand auf den Fliesenboden rann. Sie zogen den leblosen Körper aus der Wanne, legten ihn behutsam auf den Boden. Das Handtuch, das vorhin noch Fürsorge symbolisiert hatte, wurde nun zum Requisit. Sie wickelten Anne ein, tupften das Gesicht ab, um Spuren zu verwischen. Handschuhe verhinderten Fingerabdrücke. Die Haare der Mutter waren sorgfältig aus dem Abfluss entfernt. Der zweite Akt begann sofort. Kleidung wechseln, Schmuck anlegen, der später als zuletzt getragen in den Erzählungen auftauchen sollte. Sie stellten sicher, dass die Wohnung aufgeräumt wirkte. Kein Chaos, das eine Auseinandersetzung verraten könnte. Dann verließen sie das Haus, stiegen in den Wagen und fuhren zu Jack Astor's. Auf der Fahrt redeten sie über belanglose Dinge, als müssten sie sich selbst in Normalität einwickeln. Im Restaurant lachten sie, bestellten Burger und Pommes, redeten mit Freunden. Die Uhrzeit des Kassenzettels würde später in den Ermittlungsakten auftauchen, als Beweis, dass sie nicht zu Hause waren, während ihre Mutter angeblich in der Badewanne verunglückte.
Niemand am Tisch ahnte, dass sie gerade ein Alibi in Echtzeit inszenierten. Gegen 22:30 Uhr kehrten sie zurück. Catherine fand die Mutter. Caroline rief den Notruf. Tränenerstickte Stimme, perfekt platzierte Schluchzer. Wir sind gerade nach Hause gekommen. Sie liegt im Badezimmer. Die Rettungskräfte kamen, untersuchten Anne, stellten den Tod fest. Vorläufige Diagnose. Unfall durch Ertrinken, vermutlich unter Alkoholeinfluss. Ein tragisches Missgeschick, wie es leider vorkommt. Doch in den Schatten dieses Unfalls lag ein minutiös geplanter Mord. Catherine und Caroline wurden bei einer Tante untergebracht, der 3-jährige Bruder bei einem anderen Familienmitglied. Catherine und Caroline spielten ihre Rollen weiter. Sie nahmen Beileidsbekundungen entgegen und schickten Nachrichten an Freunde und Bekannte. »Es war so plötzlich«, schrieb Caroline. »Wir verstehen es einfach nicht.« Ihr Ton war perfekt getroffen. Erschüttert, aber nicht hysterisch. Jede Antwort von Freunden festigte das Bild zweier Töchter, die Opfer eines tragischen Schicksals geworden waren. Es gab ein Problem, als der Gerichtsmediziner in seinem vorläufigen Bericht festhielt, dass Annes Blutalkoholspiegel ungewöhnlich hoch gewesen war. Höher, als es zu ihrer bekannten Trinkgewohnheit passte. Noch merkwürdiger war das Fehlen bestimmter Muskelreaktionen, die typischerweise beim Ertrinken auftreten. Ein erfahrener Arzt hätte darin ein Anzeichen für eine andere Todesursache sehen können, doch zu diesem Zeitpunkt blieb es nur eine Randnotiz. Ungefähr 11 Monate nach dem Tod der Mutter erzählte eine der Schwestern auf einer Party einem Freund, dass sie gemeinsam mit ihrer Schwester die Mutter in der Badewanne getötet hatten. Dieser ging daraufhin sofort zur Polizei und meldete, was er gehört hatte. Ein Gespräch zwischen den beiden, das die Polizei eingefädelt hatte, brachte den Beweis für ihre Täterschaft. Der junge Mann war verkabelt gewesen und die Ermittler hatten ein Geständnis auf Band. Die Nachricht schlug im Ort ein wie eine Bombe. Niemand hatte sich vorstellen können, dass die beiden jungen Frauen, die bei der Beerdigung ihrer Mutter so überzeugend die trauernden Töchter gespielt hatten, in Wahrheit deren Mörderinnen waren. Doch für die Staatsanwaltschaft war der Fall klar. Sie würden vor Gericht nicht nur den Ablauf der Tat, sondern auch das kalte Kalkül dahinter nachweisen. Der Prozess gegen Catherine und Caroline zog landesweit Aufmerksamkeit auf sich. Schon am ersten Verhandlungstag waren die Zuschauerreihen im Gerichtssaal bis auf den letzten Platz gefüllt und Journalisten stritten sich um jeden freien Platz. Die beiden Angeklagten betraten den Saal in schlichten, grauen Anstaltskleidern. Ihre Blicke wanderten nervös zwischen Richter, Geschworenenbank und der Menge, die sie einst als Nachbarinnen oder Bekannte gekannt hatte. Die Staatsanwaltschaft eröffnete mit einer Chronologie der Ereignisse, die kalt und berechnend wirkte. Anne sei nicht Opfer eines tragischen Unfalls geworden, sondern Ziel einer sorgfältig geplanten Tat. Der Staatsanwalt sprach von finanziellen Motiven, von einer schwelenden familiären Feindseligkeit und von einer Tat, die in ihrer Kälte und Berechnung selbst erfahrene Ermittler erschütterte. Jedes Indiz wurde sorgfältig präsentiert. Die toxikologischen Befunde, die Internetsuchanfragen, Chatprotokolle, der Internetverlauf und die widersprüchlichen Aussagen. Die Verteidigerinnen der Schwestern setzten auf die Strategie, den Tod als tragische Verkettung unglücklicher Umstände darzustellen. Sie argumentierten, dass Anne betrunken gewesen sei und möglicherweise aus eigenem Verschulden gestürzt sei. Das Beruhigungsmittel erklärten sie mit einem angeblich verschwiegenen Medikamentenmissbrauch, den niemand in der Familie öffentlich gemacht habe. Doch die Beweise für diese Behauptungen blieben vage und wurden von Experten der Anklage überzeugend widerlegt. Mehrere Tage lang sagten Sachverständige aus. Ein forensischer Toxikologe erklärte detailliert, wie das gefundene Schmerzmittel in Kombination mit dem Alkohol Anne handlungsunfähig gemacht haben musste. Ein Rechtsmediziner beschrieb den Wasserstand in der Badewanne, die fehlenden Abwehrspuren und die Zeit, die Anne im Wasser gelegen hatte. Alles Punkte, die gegen einen selbstverschuldeten Unfall sprachen. Angesichts der sorgfältig aufgebauten Beweislage hatten Catherine und Caroline keine Chance, einer Strafe zu entgehen. Sie wurden des Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Da sie zum Tatzeitpunkt minderjährig waren, griff das Jugendstrafrecht. Die Höchststrafe betrug 10 Jahre Haft. Ein Teil der Strafe wurde im Gefängnis verbüßt, der Rest unter Aufsicht im Rahmen spezieller Programme für jugendliche Straftäter. Aufgrund ihres guten Verhaltens kamen beide früher frei.
Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Es war Sonntagabend in Charlotte County, Florida. Die Straßen einer ruhigen Wohnsiedlung lagen still im warmen Septemberlicht. Hinter geschlossenen Fenstern klirrten Bestecke, liefen Fernseher, bereiteten sich Familien auf den Beginn einer neuen Woche vor. Nichts deutete darauf hin, dass sich in einem der Häuser etwas ereignete, das bald als eine der erschütterndsten Familientragödien der letzten Jahre in die Akten eingehen würde. Am Abend des 8. September traf ein alarmierender Notruf ein. Die Stimme am anderen Ende gehörte zu einem jungen Mann. Sie war ruhig, gleichmäßig, ohne jede Spur von Aufregung. Er meldete, dass seine Mutter tot sei. Die Fragen des Disponenten prallten an dieser Ruhe ab. Kurze, klare Antworten, ohne Schwankung im Ton, ohne Eile. Kein Flehen um Hilfe, keine Hast, als sei alles längst entschieden. Mehrere Streifenwagen wurden zum angegebenen Ort entsandt. Wenige Minuten später rollten die Fahrzeuge in die Einfahrt eines einstöckigen Hauses, dessen Fassade genauso unscheinbar wirkte wie die benachbarten Gebäude. Vor dem stand ein schlanker Jugendlicher, Hände tief in den Taschen vergraben, den Blick auf einen undefinierbaren Punkt gerichtet, wartete er. Die Beamten stiegen aus, näherten sich. Keine sichtbare Nervosität, kein Schritt zurück, kein unruhiger Blick. Die Szenerie wirkte beinahe unnatürlich gefasst. Im Inneren des Hauses herrschte eine Stille, die fast körperlich spürbar war. Die Beamten bewegten sich durch den Flur, prüften Zimmer um Zimmer. Es dauerte nicht lange, bis sie Catherine Griffith fanden, leblos auf dem Boden mit einer tiefen Stichwunde im Hals. Noch bevor die Spurensicherung den Tatort übernehmen konnte, war klar, dass dieser Sonntagabend nicht einfach mit einem Protokolleintrag enden würde. Draußen blieb der junge Mann, der den Notruf abgesetzt hatte, wo er stand. Sein Blick verfolgte die Bewegungen der Polizisten nicht, als hätten die weiteren Abläufe für ihn keine Bedeutung. Die Ermittler, die später Protokoll führen würden, hielten fest. Keine sichtbaren Tränen, keine erkennbaren Anzeichen von Schock, keine Versuche, das Geschehen zu erklären. Was zu diesem Moment führte, lag nicht in den Minuten vor dem Anruf. Die Wurzeln reichten weit zurück. Jahre, in denen sich Spannungen, Kontrolle, Entfremdung und unterschwellige Gewalt aufgebaut hatten. Jahre, die tausende Kilometer entfernt begonnen hatten, in einer anderen Stadt, in einem anderen Bundesstaat, und die nun in einem Wohnzimmer in Charlotte County einen Punkt erreicht hatten, von dem es kein Zurück mehr gab. Die Spuren dieser Septembernacht führten zurück nach Tulsa, Oklahoma. Dort, fernab der Küsten Floridas, begann die Geschichte der Familie Griffith. Charles Griffith wurde 1980 in Oklahoma geboren. Über seine frühe Kindheit ist öffentlich kaum etwas bekannt, doch Berichte schildern ihn später als streng und kontrollierend. Regeln galten uneingeschränkt, Gefühlsäußerungen waren selten und galten als Zeichen von Schwäche. Charles lernte früh, Entscheidungen hart zu treffen und diese nicht in Frage zu stellen. Catherine Griffith, geborene Moore, wurde im Jahre 1955 in Florida geboren. Ihre Familie lebte in Charlotte County, wo sie den größten Teil ihres Lebens verbrachte. Hier zählten Fürsorge, Offenheit und gegenseitige Unterstützung. Catherine träumte davon, Lehrerin zu werden, liebte Kinder und glaubte an den Wert eines freundlichen Umgangs. 1999 trafen sich Catherine und Charles an der University of Oklahoma. Sie kam von der Ostküste, um Erziehungswissenschaften zu studieren. Er belegte Kurse an der Wirtschaftsfakultät. Charles fiel auf, selbstbewusst, ehrgeizig, ein Mann, der wusste, wie man Aufmerksamkeit auf sich zog. Schon bald verband die beiden eine Beziehung, die für Catherine der Beginn eines neuen Lebens schien. 2001, nach 2 Jahren Partnerschaft, heirateten sie. Catherine war erst 16 Jahre alt, Charles 21. 5 Jahre später, am 14. Oktober 2006, wurde ihr Sohn Colin geboren. Catherine hoffte, mit dem neuen Familienmitglied werde die Bindung zwischen ihnen stärker. Doch im Gegenteil. Charles begann, sein Familienleben nach denselben strengen Maßstäben zu führen, die er selbst in seiner Kindheit gelernt hatte. Er kontrollierte die Finanzen, traf alle Entscheidungen allein und erwartete bedingungslosen Gehorsam. Seinen Sohn sah er als eine Verlängerung seiner selbst, Spiegel, die seine Prinzipien widerspiegeln sollten.
Colin wuchs in dieser Atmosphäre auf. Bereits im Alter von 5 Jahren zeigten sich bei ihm Verhaltensweisen, die Catherine beunruhigten. Ein ausdrucksloses Gesicht, ein starrer Blick, der nicht wich, geringe Reaktionen auf Strafen. Charles hingegen deutete dies als Zeichen innerer Stärke und Disziplin. Die Spannungen zwischen den Eheleuten nahmen über die Jahre zu. Catherine fühlte sich immer stärker eingeengt, kontrolliert und von der Verantwortung erdrückt, ihre Kinder in einer so strikten Umgebung großzuziehen. Im Sommer 2020, nach fast 19 Jahren Ehe, reichte sie die Scheidung ein. Das Urteil fiel zu ihren Ungunsten. Das alleinige Sorgerecht für Colin wurde Charles zugesprochen. Das Gericht begründete dies mit seiner finanziellen Stabilität und der Annahme, er könne dem Kind eine bessere Zukunft bieten. Für Catherine war dies ein schwerer Schlag. Sie kehrte nach Charlotte County zurück, in die Nähe ihrer Eltern und begann, sich ein neues Leben aufzubauen. Doch sie gab nicht auf. Mehrfach versuchte sie, den Sorgerechtsbeschluss anzufechten. Ihre Anträge scheiterten jedoch immer wieder. Währenddessen lebte Colin unter der strengen Hand seines Vaters. Die Schule bot ihm wenig sozialen Halt. Er verbrachte die meiste Zeit allein, vertieft in Videospiele. Jede Regung von Ungehorsam wurde bestraft und der Kontakt zur Mutter wurde stark eingeschränkt. Ab und zu erhielt Catherine kurze Nachrichten von ihm. Kalt, distanziert, ohne Wärme. Die Muster, die hier entstanden, würden später eine entscheidende Rolle spielen. Denn das, was in Charlotte County 2024 eskalieren sollte, nahm seinen Anfang in diesen stillen, kontrollierten Jahren in Tulsa. Am 14. Februar 2023 änderte sich für Catherine Griffith alles. Gegen Abend erhielt die Polizei in Tulsa, Oklahoma, einen Notruf von einem Jugendlichen. Die Stimme am anderen Ende war gefasst, fast emotionslos. Der Anrufer gab an, er habe seinen Vater erschossen, aus Notwehr. Auf die Frage, ob medizinische Hilfe erforderlich sei, antwortete er nur knapp: Er ist tot. Als die ersten Beamten eintrafen, fanden sie Charles Griffith auf dem Boden liegend. Er wurde durch Schüsse tödlich verletzt. Die Pistole lag in unmittelbarer Nähe, versehen ausschließlich mit den Fingerabdrücken von Colin. Anzeichen eines Kampfes fehlten. Colin saß auf der Couch, sprach ruhig, wiederholte ohne Abweichung seine Version. Der Vater habe ihn mit einem Messer bedroht. Er habe in Angst zur Waffe gegriffen. Das Leben bei Charles war nach der Scheidung von einem Klima völliger Kontrolle geprägt. Jeder Ungehorsam galt als Provokation, die sofort sanktioniert wurde. Colin durfte das Haus nicht ohne Erlaubnis verlassen. Kontakt zur Mutter war verboten. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn war bereits stark belastet. Charles reagierte auf Widerspruch oder Ungehorsam mit Härte, was den Alltag zunehmend spannungsgeladen machte. Für die Ermittler war die Darstellung des Geschehens problematisch. Die Verletzungsmuster deuteten auf einen ersten Schuss in die Brust und einen zweiten in den Kopf hin. Einen Schuss, der eher wie ein gezielter Abschluss wirkte als wie eine Reaktion in Panik. Doch ohne unabhängige Zeugen und mit fehlenden eindeutigen Spuren, die eine andere Version stützten, blieb die Anklage auf wackligen Füßen. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren schließlich ein. Offiziell galt Colin als entlastet. Wenige Wochen später, Ende März 2023, zog er zu seiner Mutter nach Charlotte County, Florida. Catherine erhielt nun das alleinige Sorgerecht. Für sie war dies eine zweite Chance, nach Jahren der Distanz und des Verlustes eine Beziehung zu ihrem Sohn aufzubauen. In den ersten Monaten schien es, als könne dieses Vorhaben gelingen. Colin schrieb sich in einer örtlichen Schule ein, begann parallel Kurse am Community College. Catherine postete Fotos von gemeinsamen Ausflügen, Abendessen und Strandtagen. Freunde und Bekannte hinterließen ermutigende Kommentare, freuten sich, die beiden zusammen zu sehen. Doch die Realität im Haus wich von den Bildern in den sozialen Medien ab. Colin blieb distanziert, sprach wenig, zeigte kaum Interesse an Gesprächen. Er verbrachte Stunden vor dem Bildschirm, reagierte knapp oder gar nicht auf Bitten seiner Mutter. Catherine schob es zunächst auf die Erlebnisse der vergangenen Jahre, auf den Verlust des Vaters und die Umstellung in einem neuen Umfeld. Sie wollte glauben, dass Zeit und Geduld helfen würden, was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte. Die Muster, die in Tulsa entstanden waren, emotionale Distanz, Kontrolle, unterschwellige Aggression, hatten sich nicht aufgelöst.
Sie waren mit Colin nach Florida gekommen und warteten nur darauf, sich erneut zu entfalten. Der Alltag in Charlotte County begann sich im Laufe des Jahres 2023 zu verändern. Was zu Beginn wie ein vorsichtiger Neuanfang wirkte, wurde bald von Spannungen durchzogen. Colin hielt Distanz, und wenn Catherine versuchte, Regeln aufzustellen, stieß sie auf Widerstand. Zunächst waren es kleine Auseinandersetzungen, Diskussionen über Hausarbeit, sein mangelndes Engagement für die Schule, stundenlange Computerspiele. Doch aus verbalen Reibereien wurden handfeste Konflikte. Im Herbst erreichte die Spannung einen ersten Höhepunkt. Catherine wollte die Zeit, die Colin mit Videospielen verbrachte, einschränken und verlangte von ihm, im Haushalt mitzuhelfen. Colin reagierte mit plötzlicher Wut. Er packte den Controller, schleuderte ihn gegen die Wand und verließ wortlos das Haus. Stunden später kehrte er zurück, als wäre nichts gewesen. Für Catherine war es ein alarmierendes Zeichen, doch sie hoffte immer noch, die Ausbrüche seien vorübergehend. Im November 2023 kam es zu einem schweren Vorfall. Catherine forderte Colin erneut auf, seine Aufgaben zu erledigen. Plötzlich ging er auf sie los, stieß sie zu Boden, packte sie an den Haaren und drückte sie nieder, während er Drohungen ausstieß. Schließlich rief Catherine die Polizei und meldete, dass Colin sie angegriffen und bedroht habe. Die Beamten nahmen Colin wegen häuslicher Gewalt fest. Auf dem Revier versuchte er, den Vorfall umzudeuten. Er behauptete, seine Mutter habe ihn zuerst angegriffen. Nach der Festnahme wurde Colin zu einer psychiatrischen Untersuchung geschickt. Die Ärzte stellten ausgeprägte Verhaltensstörungen fest, fehlende Empathie, Unfähigkeit zur Reue, erhöhte Aggressivität. Die Empfehlung war klar: eine Langzeittherapie. Doch nach einigen Monaten wurde Colin wieder entlassen und zog erneut bei seiner Mutter ein. Catherine bemerkte, dass sich sein Verhalten nicht gebessert hatte. Im Gegenteil, die Drohungen wurden offener. Mehrfach sagte er, dass er, wenn er gezwungen werde, bei ihr zu leben, entweder sie oder sich selbst töten würde. Diese Äußerungen fanden ihren Weg in offizielle Berichte. Im Februar 2024, nach einem weiteren Streit, lief Colin erneut zur Großmutter. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam und wiederholte Drohungen wurden protokolliert. Trotzdem wurde er dem Sozialdienst übergeben und kehrte kurz darauf zurück zu Catherine. In Gesprächen mit Freunden vertraute Catherine an, dass sie Angst vor ihrem eigenen Sohn hatte. Sie zweifelte zunehmend an der Version der Selbstverteidigung, die Colin nach dem Tod seines Vaters vorgebracht hatte. Trotzdem versuchte sie, die Beziehung zu stabilisieren. 2024 schenkte Catherine ihrem Sohn sogar ein Auto, ein Versuch, die angespannte Beziehung zu verbessern. In den sozialen Medien zeigte sie Bilder, die eine glückliche Familie darstellten. Hinter dieser Fassade jedoch wuchs ihre innere Anspannung. Catherine wusste, dass sie mit jemandem zusammenlebte, der bereit war, Drohungen wahrzumachen. Sie ahnte, dass eine Grenze näher rückte. Doch sie hoffte, dass Freundlichkeit und Unterstützung etwas verändern könnten. Es sollte sich als trügerische Hoffnung erweisen. Anfang September 2024 verschärfte sich die Situation erneut. Am 6. September kam es zu einem heftigen Streit. Colin weigerte sich, im Haushalt zu helfen, und Catherine bestand darauf, dass er ihre Anweisungen befolgt. Für Colin, der jede Form von Kontrolle ablehnte, war dies ein Auslöser. Er packte einige Sachen und verließ das Haus, um zu seiner Großmutter zu gehen, ein Ort, an den er schon früher geflüchtet war. Die Großmutter war alles andere als erleichtert, ihn zu sehen. Sie wusste um seine Ausbrüche und die Drohungen gegen Catherine. Ihre Angst, in den Konflikt hineingezogen zu werden, hielt sie davon ab, einzugreifen. Am Morgen des 8. September rief Catherine ihren Sohn an. Ihre Geduld war am Ende. Sie stellte ihm ein Ultimatum. Wenn er nicht nach Hause käme, werde sie ihn bei Polizei und Jugendamt melden. Colin reagierte nicht. Gegen Nachmittag fuhr Catherine selbst zum Haus ihrer Mutter, um ihn abzuholen. Nach Aussagen von Nachbarn kam es schon im Hof zu einem lautstarken Streit. Schreie waren zu hören. Eine Nachbarin berichtete später, dass sie einen lautstarken Streit zwischen Mutter und Sohn hörte und sah, wie Colin Catherine ins Haus zog, die Tür zuschlug und von draußen nichts mehr zu hören war. Niemand rief die Polizei. Die Nachbarin, die Zeugin der Szene war, erklärte später, sie habe aus Angst um ihre eigene Sicherheit nicht eingegriffen.
Etwa 2 Stunden später ging der Notruf bei der Zentrale ein. Colin meldete, seine Mutter sei tot. Er sprach ruhig, ohne Hast und gab an, Catherine habe während eines Streits ein Messer geholt und ihn bedroht. Dabei sei sie gestolpert und habe sich die Klinge selbst in den Hals gerammt. Er habe versucht, ihr zu helfen, doch es sei zu spät gewesen. Als die Beamten eintrafen, wartete Colin bereits draußen. Sein Verhalten entsprach nicht dem eines Menschen, der gerade einen nahen Angehörigen verloren hatte. Kein Schock, keine sichtbare Angst. Das Erste, was er sagte, war, dass er einen Anwalt brauche. Er bat nicht um medizinische Hilfe und machte keine Anstalten, seine Version mit weiteren Details zu untermauern. Im Haus fanden die Ermittler Catherine leblos auf dem Boden. Die Darstellung, sie sei versehentlich auf ein Messer gefallen, war mit dem Anblick am Tatort kaum vereinbar. Die Wunde war zu tief, der Winkel untypisch für einen Sturz. Es gab keine Anzeichen eines chaotischen Kampfes, keine umgestoßenen Möbel, keine Abwehrverletzungen an ihren Händen. Die Szene wirkte geordnet, zu geordnet für das Bild eines plötzlichen Unfalls. Das forensische Team begann sofort mit einer detaillierten Untersuchung des Tatorts. Auffällig war das völlige Fehlen von Spuren, die auf einen Kampf hindeuteten. Wenn Catherine wirklich, wie Colin behauptete, ein Messer aus der Küche geholt hätte, um ihn zu bedrohen, hätten sich in diesem Bereich Spuren finden müssen. Blutstropfen, verschobene Gegenstände, Fingerabdrücke auf dem Griff. Doch die Analyse ergab, auf dem Messer waren ausschließlich Collins Abdrücke. Kein einziger Fingerabdruck seiner Mutter. Der Pathologe bestätigte den Verdacht der Ermittler. Die Tiefe und der Winkel der Stichwunde ließen sich nicht mit einem versehentlichen Sturz erklären. Es gab keine Abwehrverletzungen, was darauf hinwies, dass Catherine keine Gelegenheit hatte, den Angriff abzuwehren oder bereits bewegungsunfähig war, als die Verletzung zugefügt wurde. Zusätzlich hörten die Ermittler den Mitschnitt des Notrufs erneut ab. Sie bemerkten, wie ungewöhnlich distanziert Colin sprach. Als der Disponent fragte, ob medizinische Hilfe benötigt werde, wiederholte er nur, dass seine Mutter tot sei, ohne jegliche Nachfrage, ob man noch etwas tun könne. Zeugenaussagen belasteten ihn zusätzlich. Eine Nachbarin hatte gesehen, wie er Catherine ins Haus gezerrt hatte. Eine andere hörte Schreie, tat jedoch nichts. Beide widersprachen direkt seiner Darstellung eines Unfalls. Bei der Auswertung seines Mobiltelefons stießen die Kriminaltechniker auf gelöschte Nachrichten und Suchanfragen, die das Bild eines geplanten Verbrechens zeichneten. In den Tagen vor dem 8. September fanden die Ermittler auf seinem Telefon gelöschte Suchanfragen zu Tötungsmethoden und tödlichen Verletzungen. Besonders belastend war auch eine Aussage, dass er, sollte er gezwungen werden, bei seiner Mutter zu leben, entweder sie oder sich selbst töten würde. Diese Drohung war in den offiziellen Berichten dokumentiert und nun in schockierender Weise eingetreten. Angesichts dieser Beweislage erhob die Staatsanwaltschaft von Charlotte County Anklage wegen Mordes 1. Grades. Aufgrund der Schwere des Verbrechens beantragte sie zudem, Colin als Erwachsenen vor Gericht zu stellen, ein Schritt, den das Gericht in Florida erlaubt, wenn ein Jugendlicher ein besonders grausames Verbrechen begeht und eine erhebliche Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Während die Vorbereitungen für den Prozess liefen, nahm die Staatsanwaltschaft in Oklahoma Kontakt zu den Ermittlern in Florida auf. Der Tod von Charles Griffith, ursprünglich als Selbstverteidigung eingestuft, sollte erneut überprüft werden. Zu ähnlich waren die Muster. Der sofortige Notruf, die gleichbleibend ruhige Stimme, das Fehlen von Emotionen, die fehlenden Zeugen und nun der eindeutige Mord an Catherine. Der Beginn des Gerichtsverfahrens gegen Colin Griffith zog in Charlotte County großes öffentliches Interesse auf sich. Die Anklage präsentierte einen Fall, der weit über eine familiäre Tragödie hinausging. Sie stellte Colin als hochgefährlichen Jugendlichen dar, dessen Taten kein impulsiver Ausbruch, sondern das Ergebnis einer langen Eskalation waren. Die Staatsanwälte führten eine klare Linie. Schon als Kind habe Colin schwere Aggressionsprobleme gezeigt. Die Gewalt gegen seinen Vater, später gegen seine Mutter sowie wiederholte Drohungen belegten ein Muster, das sich über Jahre hinweg fortgesetzt habe. Der Mord an Catherine sei der vorhersehbare Endpunkt einer Entwicklung, die von Behörden und Familie zwar erkannt, aber nie effektiv gestoppt worden sei. Die Verteidigung hingegen stellte Colin als emotional instabilen Teenager dar, der unter psychischem Druck gestanden habe.
Sie versuchte, Zweifel an der Tatabsicht zu säen und brachte erneut die Version eines tragischen Unfalls ins Spiel. Doch die vorliegenden Beweise, darunter die gelöschten Internetsuchen zu Tötungsmethoden, die belastenden Zeugenaussagen und die Spurenauswertung am Messer, schwächten diese Argumentation erheblich. Ein zentrales Element des Prozesses war die psychiatrische Begutachtung. Mehrere Sachverständige erklärten, dass Colin zwar unter Verhaltensstörungen litt, aber in der Lage gewesen sei, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Er habe bewusst gehandelt und die Folgen seiner Tat erkannt. Diese Einschätzung war entscheidend, um ihn als Erwachsenen vor Gericht zu stellen. Parallel dazu nahmen die Behörden in Oklahoma die Ermittlungen im Fall von Charles Griffith wieder auf. Neue forensische Methoden sollten klären, ob der Tod des Vaters wirklich ein Akt der Selbstverteidigung gewesen war oder ob Colin bereits damals tödliche Gewalt gezielt eingesetzt hatte. Offizielle Ergebnisse lagen noch nicht vor, aber allein die Tatsache, dass der Fall neu geprüft wurde, verstärkte das Bild eines Jugendlichen, dessen Gewaltbereitschaft tief verwurzelt war. In der Öffentlichkeit spaltete der Fall die Meinungen. Einige sahen in Colin ein Opfer einer zerrütteten Familie, das nie die nötige Hilfe erhalten hatte. Andere betrachteten ihn als kaltblütigen Täter, der jede Chance auf einen Neuanfang bewusst zerstört hatte. Die Diskussionen in den lokalen Medien und sozialen Netzwerken drehten sich auch um die Frage, ob Jugendliche, die schwere Gewaltverbrechen begehen, dieselben Strafen wie Erwachsene erhalten sollten. Trotz der erdrückenden Indizien, die gelöschten Suchanfragen, die belastenden Zeugenaussagen, das Messer mit seinen Fingerabdrücken, entschieden die Geschworenen am 5. Februar 2025 anders. Nach intensiven Beratungen sprachen sie Colin Griffith vom Vorwurf des Mordes an seiner Mutter frei. Der Grund: Die Anklage konnte nicht zweifelsfrei belegen, dass er nicht in Notwehr gehandelt hatte. Damit blieb am Ende ein Urteil, das für viele Beobachter unverständlich wirkte und das Charlotte County mit einer Frage zurückließ, auf die es keine einfache Antwort gibt. War Colin Griffith ein Opfer der Umstände oder ein gefährlicher Täter, der dem Strafrecht entkommen ist? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.